In unserem letzten Video haben wir einen kleinen Rundgang durch das KSA gemacht und uns einen Überblick verschafft, was gibt es denn da so alles drin? Also wo finde ich zum Beispiel Software? Wo finde ich zum Beispiel Zertifikate da drin? Wo gibt es die News? Und all diese Dinge haben wir uns mal ganz grob angeschaut. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie registriere ich mich überhaupt für das KSA? Und genau um diese Frage geht es jetzt und das schauen wir uns jetzt gleich an. Und dazu gehen wir jetzt wieder auf die Homepage von dem KSA und geben hier ein ksa.karel.com. Da wir uns jetzt erstmal einen Account anlegen möchten, gehen wir hier unten auf Create Account. Dort geben wir unseren Namen ein und alle Informationen, die mit einem Sternchen versehen sind. Ganz wichtig natürlich, hoppala, Screen Name, also der Anzeigenamen, der im KSA angezeigt wird. E-Mail-Adresse, auch hier unsere Empfehlung ist, verwendet bitte eure Company-E-Mail-Adresse und keine @gmail oder sonstige. Ist einfach besser für die Übersicht und diese Accounts sind Company bezogen. Das bedeutet, wenn ihr mal bei einer Schulung seid und ihr bekommt zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, das kann nur in einem Company-Account gemacht werden. Auf dem privaten Account können wir das nicht machen. Dann geben wir hier mal unseren Company-Account ein. Company, das ist bei mir jetzt Karel Training. Wählt euer Land aus, das ist natürlich wichtig, damit wir, um die Region zuzuordnen. Das wird jetzt bei uns Germany, da haben wir es versteckt. Staatsbürgerschaft ist jetzt Staatsangehörigkeit. Ich bin jetzt mal der CEO hier. Also hier könnt ihr die Position noch mit eintragen, da ist jede Menge mit drin. Ich tue mal so, als wäre ich CEO von Timo Kaufold. Job Area, also in welchem Bereich seid ihr tätig? Das könnte jetzt zum Beispiel Retail sein, Großhandel, also Wholesales. Wir könnten auch einfach im Bereich Air Conditioning arbeiten oder Refrigeration. Das trage ich mal ein. Ich bin Kälteanlagenbauer. Und dann sind wir so gut wie durch. Noch ganz wichtig, alles wieder bestätigen und dann einfach auf Übertragen. Ah, guck mal, da haben wir schon was. Screen Name ist schon vergeben. Also geben wir einen anderen Screen-Namen ein. Probieren wir es damit. Und schon hat es geklappt. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine E-Mail dazu bekommen haben. Das geht auch sehr, sehr schnell, wie ihr seht. Und schon kann ich mich hier einloggen. Ich brauche nur mein Passwort zu kopieren. Gehe wieder auf die Seite KSA. Das ist karel@timo-kaufold.de. Wir geben unser Passwort dort ein. Na. Eine Ziffer zu viel. Man darf das Passwort auch richtig eingeben. Und dann werden wir darum gebeten, ein neues Passwort einzugeben. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, ihr kennt es aus Datenschutzgründen, sollte man unbedingt immer wieder ein neues Passwort mitsetzen. Niemals diese Einmalpasswörter, die versendet werden, mit reingeben. Und deswegen setzen wir jetzt auch ein neues Passwort. Und schon
sind wir in unserem nagelneuen KSA-Account drin. Ihr merkt, es geht ziemlich schnell, einen neuen Account aufzusetzen und ins KSA reinzukommen. Keine Wartezeiten, das passiert alles automatisch. Und ja, es kann sein, dass man mal hier an der einen oder anderen Stelle schauen darf, dass man den Screennamen nochmal anpasst. Aber das sind alles Themen, die kennt ihr schon und es geht super einfach und schon seid ihr direkt drin im KSA. Ja, und damit ist die Frage, was kommt in den nächsten Videos denn eigentlich dran? In den nächsten Videos werden wir jetzt Stück für Stück durch das KSA durchgehen. Und das nächste, was wir uns direkt anschauen werden, ist der Bereich Software und Support. Und wir werden mal gucken, was wird sich hinter diesen einzelnen Kacheln, die dort drin sind, was sich dort verbirgt. Und wo finden wir zum Beispiel FAQs oder wo finde ich jetzt für parametrierbare Regler etwas oder für programmierbare Regler. Und das werden wir Stück für Stück uns genau im Detail anschauen. Also bleibt gespannt und wir sehen uns im nächsten Video.